So, weitergehoppelt dieses lustige Spiel und wir sehen uns in der Tat wieder hier in GreedFall. Wir sind in der Nähe der Stadt Hikmet und wollten da eigentlich Vascos Quest mal zu Ende bringen, damit wir den eigentlich mal aus der Gruppe rausnehmen könnten, mal wieder ein bisschen Code mitschleppen. Aber all das ist uns noch nicht gewährt. Stattdessen geben wir jetzt einen Händler Papiere, der hier anscheinend ein Stück außerhalb in einem Lager gefangen gehalten wird. Da können wir übrigens zu dem Überfall auf die Karawanen hier unseren besten Kumpel im Wald fragen. Oder ist er mittlerweile weg? Ich glaube, er ist mittlerweile weg. Na gut, er ist ja. Gleichzeitig gibt es ja noch das Problem der überfallenen Karawanen, aber eigentlich hängt das mit unserer Wissenschaftsquest zusammen. Ich weiß nicht, ob wir da einen diplomatischen Weg finden können. Ich meine, eigentlich für die Definition. Oh. Oh. Please, help me. Just keep walking, Renaikse. This does not concern you. Have mercy. They will kill me. I am but a merchant who wishes to trade with the big city. Also der Händler der Dings bedroht quasi den, also anders, die Krieger bedrohen den Händler von dem anderen Stamm, der eigentlich nur eine große Stadt machen will. Und das, ja, die wollen Dinge ihnen erzählen, dass ihr das Truppen anrücken. Nee, Vernunft. I never thought I would see several Islander warriors attacking a mere merchant. And I thought honor and righteousness were of the utmost importance in your culture. I must have been mistaken. What are you trying to say, Renaikse? Are you insulting us? You're insulting yourselves by behaving this way. He's an unarmed man. He's trying to survive. What honor is there in attacking him? He is a traitor. He deserves to be punished. But you are right. He is not worth attacking. Let's leave. His punishment will come once we have chased Renaikse away, and he cannot sell his products. Naja. May the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Doneia Egsregaw took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Ad Loreda Renaikse. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. Ah ja. Also das prinzipiell ging es darum, dass sie ihn halt, dass sie ihn für Verräter halten und wir haben dann, wir haben da Dinge getan und dessen hat das irgendwie geklappt und dann konnten wir konnten wir überzeugen, dass ein Händler anzugreifen ohne Ehre ist, weil wir an ihren Ehrgefühl appelliert haben. Und er meinte, das ist vollkommen okay, einen Verräter anzugreifen. Und naja, auf jeden Fall ans Ehrgefühl zu appellieren hat anscheinend funktioniert und deswegen haben sie ihn dann gehen lassen und dann war alles tutti. Das Vieh hat ganz schön viele Lebenspunkte, ne? Da hinten ist noch ein Vieh. Das habe ich nicht mal gesehen. Ja, Siora macht das mit. Ach, das. Warum sind die eigentlich immer geteamt? Das ist das gleiche Spiel. Das sind nur unterschiedliche Viecher, oder? Gut, das ist immer nur zwei sind von den Viechern. Ist hier vor allem gerade Herbst? Da oben ist ja noch eins. Na, ich spam. Ich spam ja mal Sachen. So, haben wir es jetzt. Nicht ein Wunder, dass die Händler nicht eher von wilden Viechern überfallen werden, oder? Als von das hier. So, hier die. Gut, dann forschen wir gleich mal dieser überfallene Händlerkarawane, wenn das hier sowieso gerade in der Nähe ist. Ich meine, ich will ja auch nicht ewig Zeit damit verbringen, immer zu backen. Stay alert. Wir sollen wachsam bleiben. Okay, hier ist ein Lager. Okay, und überfallene Karren. So, sehen wir hier irgendwas Schönes? Wir sehen hier noch eine Leiche. Untersuchung. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. Ja, okay, die Nahrungsmittel sind zerstört. Was die logische Schlussfolgerung ist, dass sie nicht weiten müssen, sonst hätten sie das Essen mitgenommen, ne? Weil sie es für die Reise brauchen. The crates are empty. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. Die Güter sind nicht angekommen, also aber die Kisten sind leer. Hier in die Leiche. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades. The kind of weapons that islanders use. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. Tja, wo sind die restlichen Leichen, ne? Finden die Rebellen. Die sind wahrscheinlich gleich in der Höhle hier nebenan. Sie haben Stein so.
Oh, ist das eine komische Brutmutter? Ja, muss ich nicht. Wenn man diese Viecher zu lange machen lässt, werden die echt anstrengend. Ich glaube, jetzt werden die ersten Arena-Level nochmal wesentlich einfacher, wenn ich da nochmal reingehen würde. Oh. Goldmünze und Munition. Die Munition wiegt übrigens was, da muss ich mir echt mal vorsehen. Vielleicht muss ich die mal ein bisschen wegpacken. Ne, und ansonsten, die Waren wurden zerstört, die Lebensmittel auch. Das ist eigentlich alles. So jetzt auch. Vielleicht mögen die das Essen einfach nicht, was hier rumliegt, ne? Und die Wunden sind von Stein. Mir ist gar nicht so aufgefallen, dass die Rebellen Stein haben. Ist die Aura nicht mit einer ganz normalen Metallwaffe gekommen? Und in ihren Stamm? Ich meine, an sich gibt es hier auf der Insel offensichtlich Obsidian. Und so ein Speer mit Obsidianspitze ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Waffe, wenn du dann irgendwie noch ein halbwegs gutes Holz hast. Denn musst du dir, glaube ich, nicht allzu viele Sorgen machen, dass du da irgendwie schlecht dastehst. Ich sollte die armen Rehe nicht mehr töten. Das hat, glaube ich, wenig Wert. Ich finde es übrigens schön, dass die Rebellen heißen. Warum immer es Rebellen sind. Ich drücke außerdem mal N statt M. Ich glaube, meine Nachbarn ziehen ein. Weil so viel, wann braucht man sonst so viel? Oh ja. Ein Zeichen? Tja, Overkill. Das wäre für die Eingeborenen viel praktischer, wenn sie einfach die Bestien die Arbeit machen lassen würden. Na gut. So, was hat der bei? Unveränderter Brief einer Händlers an seine Familie. Meine Liebe, ich fürchte, diese Reise wird meine letzte sein. Wir waren sehr vorsichtig. Ich habe sogar jede Nacht kalt gespeist, weil es so gefährlich war, ein Feuer zu machen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Und ich fürchte, dass sie uns angreifen können. Praktisch jeden Moment. He was in the caravan, but whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Doneia Egsregaw do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. Naja, okay, es ist also, das ist anscheinend zu töten, haben sie ihn hierher geschliffen, um Biester anzulocken und haben ihn da sterben lassen. Und das ist anscheinend eine Taktik der Doneia Egsregaw, also die wir vorhin schon getroffen haben hier. Weil sie benutzen das, um eine Nachricht in die anderen Händler zu bringen. Ich frage mich, ob sie jemals über sowas wie kulturelle Differenzen nachgedacht haben, dass ihre Nachricht einfach nicht ankommt, weil die Gegenseite technisch gesehen taub ist und leider nicht verstehen kann, was sie wollen. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Kompromiss hier. Das fehlt gar nicht die Rüstung, ne? Achso, jetzt lass dich doch nicht durch die Gegend schleichen. Ja. So, lass dich doch nicht durch die Gegend schleichen. Das ist doch gar nicht notwendig. Ich muss mal gucken, ob ich bei meinen Reisehändlern mittlerweile wieder ein besseres Amulett kaufen kann. Oh, wollen die mit mir reden? Die stoßen doch bestimmt gleich die Leiter oben, oder? Oder springen die einfach nur runter und greifen mich an? Das wäre eine große Überraschung, wenn die mit mir tatsächlich reden würden. Okay, anscheinend würden sie wirklich mit mir reden, oder sie greifen mich an, sobald ich oben bin. Weil sie werden doch wohl nicht alle auf den ersten Blick dieses lustige Zeichen im Gesicht sehen, oder? So, guten Tag, meine Herren. Ach, okay, sie greifen mich direkt an. Ja, dann kommt mal alle her hier. Oh, die können auch zaubern, oder? Und Siora hat damit kein Problem, hier irgendwelche Leute zu töten von denen? Silberarmband. Meine, an und für sich ist das ja schon... Guck mal, die haben auch vergiftete Keulen, die haben auch richtige Waffen. Also aus Metall. Wir nähern uns dem Ort, ja. Gut, also 4 Leute waren nur eine Patrouille. Von uns, wir fliehen, aber wahrscheinlich müssen wir gleich noch eine Höhle aussehen. Eigentlich wollte ich mich um Vasco seine Quest kümmern und hier nicht über diese Patrouillengeschichte machen. Aber wie praktisch das nochmal ein anderer Stamm ist, als anscheinend... Zumindest klang sie auch nicht so, als würde sie die Leute mögen von dem Stamm. Weil stell dir mal vor, wie auch immer Sioras Stamm eigentlich schwer heißt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die wären irgendwie großartig verbündet mit denen oder hätten zu denen irgendwelche positiven Gefühle. Dann würde ich hier ankommen und diese Quest für die Händlerkongregation machen. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich... Ach, wie lange geht denn das hier noch? Möchte hier irgendjemand mit mir reden? Ich meine, die haben blaue Klamotten anstatt rote. Okay, die hatten ja gar nichts aus.
Ich wünschte mir wirklich, dass Vasco nochmal einen anderen Spruch hätte, den er als Eröffnung benutzen würde, weil mit With the Poison of my Blade habe ich jetzt schon echt oft gehört. Achso, es gibt einfach einen alternativen Weg? Oh, das klingt ziemlich stumpf, meine Freunde. Ihr sollt euch einen neuen Bohrer besorgen. Oh, die haben einfach einen Kackbohrer hier für die Stahlbetonwände. Hä? Warum? Achso, ich könnte schleichen. Ich vergesse mal, dass dieses Spiel durchaus die Option hat, dass man schleichen könnte, ne? Ich mich gerade erst gefragt habe, warum kann ich hier alternativ langsamer und du hättest ja einfach drum schleichen können. Aber es hätte aber auch nichts gebracht. Die standen ja so, dass du das hättest nicht. Die hätten nicht das so oder so gesehen, wenn du geschlichen wärst, oder? Ja, ich weiß ja nicht, ob das. Ich bin mir halt irgendwie unsicher, dass das Schleichen nicht irgendwie großartig was gebracht hätte, ne? Weil das Anbieten dieser Mechanik ist ja gut und schön, aber. Bringt das wirklich so viel? Finally, here's the camp of the rebel natives. The standing men call themselves Doneia Egsregaw. Please, let's try and talk to them. I do not want to fight with my brothers without trying to reason with them first. Okay, also das ist, Seora meint, dass wir sollten vielleicht vorher mit denen aufregen. Also die Doneia Egsregaw sind die aufrechten Männer und Frauen, nehme ich an, die gerne für sich stehen und sich verteidigen wollen. Aber dafür nicht die Fahrlindlichtung? Ich kann tatsächlich mit denen reden, ohne sie mich direkt angreifen. Guten Tag, meine Herren. Hello. Damen. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? I've already met this stranger Renaikse. He saw me when I was watching the Lions camp. And he did not tell them anything. I think you can trust him. We shall see. Let us talk now. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawe, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Doneia Egsregaw will march together, and we will free our brothers. Ah ja, okay, ich kann jetzt entweder gehen oder einfach die Rebellen angreifen. Ich würde das vorher gerne mit Seora besprechen. Also, das ist hallo Sippy Scooter. Long story short, also was passiert ist, sie hätten die Händler verschont, aber sie haben halt zurückgekämpft und das Ding ist halt, sie würden gerne ihre Leute befreien, weil die Händlerkongregation, die Brückenallianz hat sehr viele Leute von den Doneia Egsregaw entführt und dann meinen sie nicht irgendwie Krieger, weil Desade hat erst damit argumentiert, dass es die Krieger waren, die weg sind, sondern Leute mit der Markierung des Bundes, so wie wir es tragen, interessant übrigens, um sie zu untersuchen, die haben sie danach nie wieder gesehen. Das finden sie eher nicht so gut und deswegen wollen sie die befreien, deswegen wollen sie auch bald groß angreifen, das müssen wir uns auch keine Sorgen machen, weil das war nämlich der letzte Angriff auf die Händler. Ja, warte mal, gehen? Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Ah ja.
Also wir haben gefragt, also ob wir garantieren können, dass unsere Karawanen nicht mehr angegriffen werden und die haben gesagt, ja, die Karawanen sind völlig außer Gefahr, die greifen wir auf keinen Fall mehr an, weil die Zeit der kleinen Angriffe ist vorbei. Jetzt kommt der große Angriff. Und damit haben wir bei den Worten des Gesetzes unseren Auftrag erfüllt. Weil niemand hat gesagt, wir sollen die Rebellen töten, sondern wir sollen die... Ja, wohl... Ja, wir wüssten nicht mehr so richtig. Wir sollen nur verhindern, dass die Dingens wieder überfallen werden. Ich frage mich, wenn ich den Händler verraten hätte? Ne, den hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst reden können, oder? Also, Grenadier, Kadettenturban. Kompakte Dreilaufpistole, naja. Bestimmt auch I wieder ein hope I Vor... will not regret letting them go. They are so full of hatred for the Alliance. The Doneia Egsregaw fought, as my mother did, to free our people from the lions. And now, they are ready for a great battle. I hope they will not end up like my clan. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Rainhild about it. We can also inform him that the convoys will now be running smoothly. Ja, oder wir lassen die einfach volles Met in das Problem laufen, oder? Also, ich mag die ganzen Fraktionen eh alle nicht. Aber es ist doch schön, dass Vasco sich zwischendurch im Gespräch eingemischt hat. Ich übersetze wieder groß, ich nämlich die Hälfte vergesse. Dass Vasco sich zwischendurch ins Gespräch eingemischt hat und so meinte, ja, also euer Plan ist übrigens gescheitert, weil das ist nämlich folgendermaßen, die werden noch per se beliefert. Insofern ist das hier voll überhaupt nicht sinnvoll, was ihr gemacht habt. Und das ändert gar nichts. Also der Außenposten ist sogar auf der Seite gesichert. Sollte der Außenposten nicht... Na gut, das ist halt ein Außenposten, den würden wir wahrscheinlich einmal komplett einbauen. Na gut, da können wir auf jeden Fall der guten Frau Hauptmann berichten, was Phase ist. Guten Tag. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Ja, so das Ende der Angriffe. I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. No, that's not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Alten XP. Okay, gut. Also wir haben... Level up. Okay. Also wir haben Dinge getan. Und haben informiert. Das, Also ich hatte ja nicht gehofft, dass ich so ein bisschen die Auswahl habe, dass ich sagen kann. Aber vor allem nicht schön, dass sie also nicht in Frage gestellt, dass wir die Leute nicht getötet haben, ne? Sie hat ja gefragt, haben sie alle getötet? Das Einzige, was wir gesagt haben, war nicht nötig. Also wir haben nicht irgendwie gesagt, hier, dass wir das einfach nicht getan haben, sondern wir haben gesagt, das war nicht notwendig. Nicht mal eine faule Ausrede. Wir haben einfach nur gesagt, haben wir nicht gemacht. Also, ich meine, wir sind den Leuten ja auch keine Rechenschaft schuldig. Ich meine, warum sollten wir Rechenschaft ablegen? Aber trotzdem wirkt es halt so ein bisschen komisch, wenn er sagt, waren die halt nicht nötig, haben wir nicht gemacht. So, stellt Rüstung wieder her. Das ist eigentlich voll geil. Magischer mit halbierten Effekt auch Dings. Das ist noch richtig nützlich. Wutschrei, Zweihandklinge. Ach so, Zweihandklinge ist nochmal das Ende eines Skill-Dings. Ermöglicht eine Rolle durch ein zweites schnelles Ausweichen. Kann nicht mit göttlichen Magiering eingesetzt werden. Ja klar, aber da ist nämlich Blitzschritt. Okay, also du kriegst den gleichen Skill quasi wie im Nahkampf, wie im Fernkampf kriegst du halt durch die Rolle. Ein Bombenwurf, der braucht bestimmt Zeug. Na gut, okay, dann reden wir mal mit dem Typen, der Vasco treu ist. Beziehungsweise eigentlich der Bruder von Vasco, von dem man noch nichts weiß, weil zu Kindheitstagen getrennt und dann... Hier ist der Hafen. Wahrscheinlich irgendwo, oder? Wo ist denn eigentlich diese Markierung? Auf welcher Karte? Da, warum ist denn da eine Markierung? Also wirklich. Die hat mich gerade die ganze Zeit schon irritiert, dass sie da irgendwie rumfliegt. So. Ja, yeah, grüßt euch. So. Ich kann hier eine Mauer zerstören, aber ich weiß nicht, warum ich das tun kann. Und da elementare Bomben nicht auf Bäumen wachsen. Oh, Schlosserknacken 3. Jawohl. Das siehst du, wir müssen in der Groschengarde, muss ich auch nochmal etwas... Steuermannshandschuhe? Die sind echt schlechter als die ich habe? Ich fühle mich hart verarscht. So, ich habe Kapitänshandschuhe. Natürlich sind die Kapitänshandschuhe schlechter als die Steuermannhandschuhe.
Was hat er da? Er hat Vascos Doneia Handschuhe? Okay, das. Und Siora hat Erstoffiziershandschuhe und da sind die Dinger auch schlechter. Na gut. Dann trägt wohl keiner diese Handschuhe. Gut, dann besuchen wir mal den guten Darcy. Ich Mist. Hallo? If you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling. Er ist nur ein Untergebener? Ist er nicht nur dafür da, um Geschäfte zu leisten? Na gut, okay, Sie? Er? Hallo, Ferhat. Hello, sir. Is this the house of the man called Farad? It is I. What can I do for you? We're searching for Mr. Darcy. He was supposed to come here to do business. Yes. Yes, he did come here, but I don't know where he is. To be honest, our exchange did not exactly go as planned. And if you are his associate, or a member of his family, know that you owe me a large sum of money. How so? Well, this Darcy fellow came here to take the shipment, and he was supposed to deliver me a promissory note. Which never arrived, I imagine. How could you let him leave with your merchandise without payment? Well, he's the son of a very well-known family. I did not deem it necessary to try and obtain more guarantees. What if something happened to him? Nothing happened. At least I don't think so. Why should that concern me? I'm not his brother. He owes me money, and I do not have the slightest idea of where he might be. I suspect that you're not telling us everything. Oh, come on. If you have not come to repay his debt, leave me alone so I can work in peace. Ah ja, durchsuche die Papiere von ihm, das ist ja auch schön. Also er hat gemeint, er hätte ihnen eigentlich einen Schuldschein überbringen sollen, also er hat die Waren hat er an Olle Darcy gegeben, aber er hat das Geld leider nicht und das nervt ihn sehr, weil das hätte er eigentlich auch mitbringen sollen, aber er hat die Waren trotzdem gegeben, weil er aus einer Greetings. If you have come to do business, head upstairs, if there's any business left to do. Why do you say that? They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients for weeks. Ah ja, also er wurde schon seit Wochen nicht mehr bezahlt, das muss er mit billigen Rezepten arbeiten. Auf jeden Fall wurde er Geschäfte machen, hat ihm irgendwelche Waren mitgegeben und hat ihm aufgrund seines Namens das Zeug gegeben, ohne weiter zu prüfen, ob er überhaupt zahlen kann. Na gut, nach seiner Arbeit. What do you do here exactly? I create and prepare complex potions. Not simple health potions, but far more subtle things. And if I'm not mistaken, things are not going the way you would want them to. The boss has always been difficult, but ever since he got ripped off, it has been a living hell. I work using leftovers thrown away by all the other alchemists, while listening to him screaming at me and everyone else all day. This is no way to live. Ah ja. Also er meint, dass er arbeitet mit den Resten, die andere Alchemisten weggeworfen haben, weil das ist, seit er betrogen wurde, ist alles ganz schlimm, der schreit den ganzen Tag. Ah ja, also es geht ihm doch irgendwie ziemlich tief anscheinend, das auf den Namen zu vertrauen, Bastian Darcy. Have you heard of a man called Bastian Darcy? It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. Apparently, he did not pay for one of our shipments and still left with the goods. And now my boss makes me work twice as much to compensate for his losses. With ingredients I wouldn't even feed to a pig. And what did your boss do? Well, he spent every waking hour cursing his name. That's how I learned about it. Ah ja, also sein Boss hat jede Wachstunde damit verbracht, seinen Namen zu verfluchen, deswegen weiß er auch, dass es am Bastian Darcy lag. Und dann was verbirgt er? How can a brilliant, conscientious alchemist keep working here? I am certain that any great laboratory in town would welcome you with open arms. So why continue protecting your employer? Oh, you're right. Anywhere is better than here. My boss did not only curse the name of the man you're looking for, he also hired some thugs to find him and our shipment. Interesting. I think we may need to have a few words with your employer. If you could also tell him that I am resigning, then I won't need to go upstairs. Ah ja, und unsere neue Erkenntnis ist, dass er nicht nur seinen Namen verflucht hat, sondern noch ein paar Schläger hinterhergeschickt hat. Ein Brief von einem Bekanntschaft des Meisters Ferhat. Mein Freund, ich bedauere zutiefst von den Schwierigkeiten zu hören, die aufgrund seiner Beziehung zu Bastian Darcy entstanden sind. Man sagt mir, dass dieser Junge unwichtig sei, aber ich hielt ihn nicht für unehrlich. Doch wie du leider weißt, könnte es ja lange dauern, wenn du auf eine Entschädigung von seiner Familie warten würdest. Die Korrespondenz mit dem Kontinent ist ziemlich schleppend. Aber es gibt eine andere Lösung. Schuldeneintreiber könnten dir vielleicht helfen. Ich hoffe, dass es dir gelingt, dieses Problem bald zu lösen. Ja, dann gehen wir wieder hoch zum guten Meister und stellen nochmal eine Frage.
Er sieht aber auch irgendwie aus wie ein Kopfgeldjäger, wie er da steht. Ne? Hallo, Herr Ferhat. You again. I already told you that I do not know where the man you're searching for is. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. How dare you rummage through my belongings? You could have taken legal action and retrieved what you were owed, but you sent some killers instead. I doubt the governor would approve. Do you want us to tell him about it? No. But please, understand me. The Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. What other solution was there? My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are and we'll take care of it. They loiter in an alleyway of ill repute, not far from here, in the Science District. That's what I feared. Probably a bunch of cutthroats. If Bastian survives... If he survives, remind him of what he owes me. Ah ja. Also er hätte einen legalen Weg, aber halt mit den Kontinenten zu verhandeln, würde halt Ewigkeiten lange dauern und deswegen sein Geschäft hängt halt von jetzt ab, was man voll verstehen kann, ne? Das ist halt immer so ein Ding, ne? Mit dem Rechtsweg ist ja alles schön gut, aber wenn der Prozess halt allzu langsam ist, dass du vorher tot bist oder aber das, wovon dein Leben abhängt, schon lange gescheitert ist, bevor du damit irgendwas machen kannst, dann bringt dir das halt relativ wenig, ne? Dieser Rechtsweg. Das halt irgendwie so ein bisschen die große Krux ist in der ganzen Geschichte. Naja, und auf jeden Fall wollen wir Bastian jetzt irgendwie retten. Gucken wir über diese Wand ja nicht irgendwie rüber. Naja, okay, sie steht jetzt ja nur da. Und deswegen rennen wir jetzt hier, rennen wir richtig. Ich könnte ja auch mal die Quest markieren, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, und jetzt suchen wir anscheinend die Schläger, die hier irgendwo rumrennen müssten. Ich weiß noch nicht, was wir davon haben, wenn wir jetzt die Schläger finden, die Olle Bastian suchen, weil ich weiß nicht, wenn er keine Ahnung hat, wo er hin ist, und Bastien heißt er, ne? Wenn er keine Ahnung hat, wo er ist, woher wollen denn die Schläger das jetzt wissen? Okay, er hat Tränke. Greetings. I immediately spotted that you are a real science enthusiast. I have all the potions you could ever dream of. And other things too. We also sell ingredients and we even craft on demand. So, what would you like? Ah ja, also er ist ein Alchemist und hat sofort gesehen, dass wir ein großer Wissenschaftsfreund sind aus seinen Geschäften. I imagine that for an alchemist, this island must be a real paradise. Indeed. Here we have access to more plants than we could ever have imagined on the continent. That being said, we are having a hard time determining the effects of all these new species. We will probably need several years to classify them all. So, in the meantime, we fall back on the ones we do know. Ah ja, also die Insel ist für die Alchemisten ein echtes Paradies, aber es dauert halt Jahre rauszukriegen, was die ganzen neuen Sachen machen und bis dahin werden sie noch den alten Shit benutzen. Zubereiten lassen? Was kann ich denn zubereiten lassen? Das ist quasi wie der andere Händler, ne? Ja, ich könnte mir halt... Was kostet denn das? Ja, es ist halt relativ teuer. Jetzt müsste man halt gucken, was es kostet, die Tränke zu machen. Ich meine, die großen Heiltränke werden wir wahrscheinlich nicht mehr so brauchen. Was kosten denn die großen Mana-Tränke? Borage und Besties. Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir das selber können. 1000 Magie beübt das wieder. Ja, ich stelle mal ein paar her, würde ich sagen, weil das ist halt irgendwie... Oh, das ist böse teuer. Ich hoffe, ich bereue das nicht, dass ich sehr das gute Geld ausgebe. Was gibt es denn hier eigentlich noch? Trank gegen Verbrennung, den haben wir schon... Dann könnte ich noch welche kaufen. Chemietalent. Ja, die Dinge brauchen wir nicht mehr. I was honored by your visit. Please come back when... Greetings. Sein Lieblingskunde. Er hat tatsächlich Pistolen im Angebot. Das ist ja ganz was Neues. Muss ich mal bei was gucken. Okay, er hat irgendwelche Turbane. Ich müsste ist mir alles egal. Okay, aber kein Magiezeugen. Schlaftrank hat er auch im Angebot. Ob es die Schlaftrank-Quest einfach öfter gibt? Ja, natürlich war es offen sehr geehrt. So, ich glaube, wir müssen auf diesen Hinterhof klettern, oder? Wo die Schläger sind. Oh. Das ist mein Haus. Ich war gerade ein bisschen sehr überrascht, weil mein Desartes Haus zu stehen, weil ich bin halt einmal komplett nur im Block gelaufen. Und auf einmal stehe ich wieder bei mir in meiner eigenen Bude drin. Ah, da geht die Tür auf. So, warte mal. Hier war doch irgendwo so eine Wand, wo man rüberspringen kann, oder? Das ist ja übrigens gerade so ein richtiges Anno 1700. Das müsste den Anfang von Anno 1700 Vibes, die Stadt. Nee, hier komme ich nicht rüber, würde ich sagen. Also ich könnte doch hier irgendwo eine Wand einsprengen, oder? War das nicht hier irgendwo?
einspringen vor allen Dingen. Ich renne jetzt hier sonst... Okay, hier ruhig lang. Have mercy! Have mercy! I will repay everything, I swear. This is nothing but... Oh ja, wir haben Hey, ihn you! gefunden. Leave this man alone! What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I've fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right? Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lord, please do. Ah ja, 200 Gold. Fragen, ob er schon schwer sind. Sie einschüchtern oder ich mache einschüchtern, das ist billiger, ne? I don't think you realize who you are dealing with, so let me introduce myself. My name is Desardet. I am the legate of the congregation, and I am here to save the life of one of our citizens. If you do not deliver him to me immediately, I will have no choice but to inform the governor. And you'll end up rotting in jail in no time. Damn it, they look serious. Yes, a bit too much. Listen, we don't want to get in trouble with the governor, so take him. Yeah, if our client wants to get repaid, you'll have to make an official request. Come. Ah ja. Thank you for your intervention. I thought these brutes would kill me. Don't mention it. It's only natural. But how did you end up in such a situation? Oh, I'm certain someone like you, who belongs to high society, will understand. There is a game table here that is attended by the best of the aristocracy. I lost the money I owed to that merchant while playing there. And since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a mere trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought that someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. Naught and sea given. It was a pleasure, sir. Ah ja, also Vasco möchte auch nichts mit ihm zu tun haben. Also er hat gerade, also wir haben sie eingeschüchtert, die komischen Typen, und die haben gesagt, das ist mal ein bisschen zu ernst, er kann sich beim Gouverneur beschwören. Und dann hat er halt erklärt, er hat das Geld auf dem Spieltisch verloren. Er hat sowohl das Geld verloren, als auch, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, ob er hätte Mana-Trinker hat, fällt mir gerade so ein. Er hat nicht nur das Geld verloren, sondern er hat auch die Waren verloren. Und Vasco hat gesagt, schön, sie zu helfen. Und Vasco hatte quasi gesagt, ja, Kapitän der Nauten. Schönen Tag noch. Desardet, can I do anything for you? Ich kann fragen, aber nie, das habe ich schon mal gefragt, You oder? wish you were never given. How could I not be regretful? I never got to experience... Don't you have any happy memories? Schöne Erinnerung. I do. Of course I do. The incredible view. I can only imagine how you... It was. Thank you. Did you want anything else? Ah ja, es ist, also jetzt kann ich ganz falsch. Also das ist, ich hatte den Dialog anscheinend noch gar nicht, das habe ich gar nicht realisiert. Er hat gerade gemeint, dass er schon irgendwie sehr vermisst, eine Familie gehabt zu haben, aber dass er auch schöne Erinnerungen hatte, zum Beispiel wie er das erste Mal die Wanden hochgefahren ist, dass es großartige Erinnerungen waren. Der dankt mir dafür, dass ich nachgefragt habe von seiner Have you Familie. ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene, and there was a time when a lot of them had to give a child to the Gnomes. Es gab eine Zeit, wo viele ihnen eigentlich den Norten gegeben haben. In sein, dass er sicher stolz auf den Mann wäre, der geworden ist, mit dem wir mit der Asi sprechen. I don't remember your family very well, but I could try to tell you about them if you want. I would have loved to have met them, but I'm afraid that hearing about them may only reopen old wounds. You're a good person, Desardet, and I'm touched by your solicitude. Did you want anything else? Naja, und seine, also wir könnten ihn gerne von den Darcys erzählen und der hätte sie gerne getroffen, aber es würde nur alte Wunden aufreißen, wie er How Nord, did you oder? become a Nord? As you may have guessed, I was Das given... sind wir I schon think I was gefragt. took my first... Did you want anything? Okay. I must leave you. Okay, gut, dann ist die Quest ist einfach durch, weil wir das einfach kurz irgendwie durchgeklickt haben? Oder kommt jetzt noch was, wenn wir aus der... Ah, jetzt. Thank you, Desardet. My pleasure. But why didn't you tell him who you were? But I did tell him. I was stupid. I resented everyone, and you even more, for the life I didn't get to live. You had it all, everything I thought I was entitled to. But after seeing Bastion, I realized that in the end, I was exactly who I wanted to be. A Nord, and a proud one at that. I'm glad to hear it.
No more regrets? No more regrets. And I certainly don't regret not being called Leandra Darcy. Ah ja, okay, also das hätte einfach noch warten müssen. Also er ist gerade recht froh darüber, dass er nicht den Namen der andere Darcy ist und also er war halt gegen alles irgendwie Dingsbums und unfroh, aber den Typen zu sehen, hat ihn halt gezeigt, dass es ziemlicher Quatsch war und dass er eigentlich sehr zufrieden ist, ein Nord zu sein. Ist auch sehr stolz drauf. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt hier einen Begleiter mehr, den wir durchgelevelt haben. Müssen wir noch das Quest irgendwie machen. So, Händlerkongregation nett, Brückenallianz verdächtig, Leben verdächtig, Groschengarde verdächtig. Oh, guck mal, die Eingeborenen sind mittlerweile auch nett. Den Norden finden wir auch noch verdächtig. Magie, Verteidigung, Technik? Angriff. Nee. Na gut, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt... Also das bringt mir Freundschaftsbonus Intuition. Dir ist es Stärke? Ich weiß nicht, ob meine Intuition tatsächlich was bringt. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.